Im Oktober 2022 war die Stimmung an den Märkten auf dem Tiefpunkt. Der Nasdaq hatte über 30% verloren. Inflation auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Fed erhöhte die Zinsen so aggressiv wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Jede Schlagzeile klang wie eine Warnung. Und trotzdem, fast auf den Tag genau, begann eine der stärksten Rallyes der letzten Jahre. Nicht, weil plötzlich alles gut wurde, sondern weil bestimmte Signale im Markt begonnen hatten, sich zu verändern. Leise, unsichtbar für die meisten. Diese Signale sind keine Magie, sie sind Daten. Kapitalflüsse, Volatilität, Kreditmarktbewegungen, Insiderkäufe, Optionsvolumen, Liquiditätsindikatoren. Ein Mensch kann vielleicht einen dieser Faktoren gleichzeitig beobachten. Moderne KI-Systeme analysieren alle 7 davon. In Echtzeit, ohne Emotion, ohne Müdigkeit. Heute zeigen wir dir genau diese 7 Signale. Was sie bedeuten, was sie aktuell zeigen und warum sie entscheidend sein könnten, bevor die nächste Rallye für alle sichtbar wird. Ich bin Christian Rau. Willkommen bei Capital Mind AIs. Signal Nummer 1, Volatilität. Genauer gesagt, ihr Rückgang. Der bekannteste Maßstab dafür ist der VIX, auch bekannt als der Angstindex der Wall Street. Er misst, wie stark Investoren mit künftigen Kursschwankungen rechnen. Wenn der VIX hoch ist, herrscht Panik. Wenn er fällt, kehrt Vertrauen zurück. Und hier ist der entscheidende Punkt. Große Rallyes starten selten mitten im Chaos. Sie beginnen in der Stille danach. Historisch gesehen, nach den Crashs von 2009, 2016, 2020 und 2022 war ein anhaltend sinkender VIX jeweils eines der frühesten Warnsignale für eine Trendwende. Nicht das einzige, aber ein wichtiges. Was beobachtet unsere KI gerade? Der VIX ist in den letzten Wochen trotz gemischter Wirtschaftsnachrichten nicht weiter gestiegen. Er konsolidiert. Das allein ist kein Kaufsignal, aber es ist die erste Voraussetzung für eines. Merkregel: Wenn Panik aus dem Markt verschwindet, aber die Mehrheit noch skeptisch ist, genau dann beginnt sich der Boden zu formen. Signal Nummer 2, Geldströme. Wohin fließt institutionelles Kapital? Diese Frage ist wichtiger als fast jede Schlagzeile. Denn große Investoren, Pensionskassen, Hedgefonds, Staatsfonds bewegen sich oft Monate, bevor Privatanleger etwas merken. Sie bauen Positionen langsam auf, um den Markt nicht zu bewegen. Unsere KI verfolgt täglich ETF-Zuflüsse, Optionsvolumen und institutionelle Positionsdaten. Und aktuell zeigt sich eine interessante Verschiebung. Aus defensiven Bereichen, Versorger, Konsumgüter, Staatsanleihen fließt Kapital heraus. In Technologie, Halbleiter- und Wachstumsunternehmen fließt es hinein. Langsam, nicht hektisch. Diese Rotation ist das entscheidende Signal. Sie zeigt nicht, dass alle wieder optimistisch sind. Sie zeigt, dass die Mutigsten anfangen, Risiko zu erhöhen. Und die Mutigen sind bei Märkten meistens die, die am Ende Recht behalten. Signal Nummer 3. Und das ist das Signal, das die wenigsten Privatanleger kennen. Kreditmärkte. Warum? Weil Aktien lügen können. Sentiment kann manipuliert werden. Schlagzeilen sind oft falsch. Aber Kreditmärkte, genauer gesagt Credit Spreads, also der Risikoaufschlag, den Unternehmen zahlen müssen, um sich Geld zu leihen, sind fast immer ehrlich. Denn hier geht es um echtes Geld von echten Gläubigern. Wenn Credit Spreads fallen, bedeutet das, Investoren glauben nicht mehr, dass Unternehmen in großer Zahl pleite gehen. Das Systemrisiko sinkt. Und wenn das Systemrisiko sinkt, trauen sich Anleger mehr zu. Ein konkretes Beispiel: Im Frühjahr 2009, auf dem absoluten Tiefpunkt der Finanzkrise, begannen die Credit Spreads zu fallen, noch bevor Aktienmärkte ihren Boden fanden. Die Kreditmärkte sahen die Wende früher. Aktuell beobachtet unsere KI eine Stabilisierung dieser Aufschläge. Kein dramatischer Fall, aber keine Ausweitung mehr. Das ist der erste Schritt. Signal Nummer 4 ist psychologisch eines der spannendsten. Insiderkäufe nehmen zu. CEOs, CFOs, Aufsichtsräte. Führungskräfte kaufen Aktien ihrer eigenen Unternehmen mit eigenem Geld. In der Öffentlichkeit kaum beachtet, aber für unsere KI ein klares Datensignal. Warum ist das relevant? Weil Insider keine Emotionen in die Schlagzeile interpretieren. Sie wissen, wie es intern läuft. Wenn ein CEO für 5 Millionen Euro eigene Aktien kauft, sagt er damit im Grunde: Ich sehe mehr Wert hier, als der Markt gerade einpreist. Besonders aussagekräftig wird das Signal, wenn Insiderkäufe branchenübergreifend zunehmen. Nicht nur in einem Sektor, sondern in Technologie, Industrie und Finanzen gleichzeitig. Genau das beobachtet unsere KI gerade. In den letzten Quartalen haben Insiderkäufe in mehreren Sektoren gleichzeitig zugenommen, während Privatanleger noch in der Wartehaltung verharren. In der Geschichte war dieses Muster einer der verlässlichsten frühen Indikatoren. Signal Nummer 5. Und dieses wird besonders oft unterschätzt. Marktbreite. Stell dir Folgendes vor. Der S&P 500 steigt um 5%. Klingt gut. Aber was, wenn dieser Anstieg fast ausschließlich von 5 Megacap-Aktien getragen wird? Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon? Dann ist der Markt nicht gesund. Er ist eng. Und enge Märkte sind anfällig. Wirklich starke Bullenmärkte 2003, 2009, 2016 hatten eines gemeinsam: breite Beteiligung. Nicht nur die Giganten stiegen. Mittelständische Unternehmen, Industrieunternehmen, regionale Banken, der gesamte Markt bewegte sich. Unsere KI analysiert täglich den sogenannten Advanced Decline Index. Wie viele Aktien steigen gegenüber wie vielen die fallen.
Und aktuell zeigt sich eine klare Verbesserung. Immer mehr Unternehmen beginnen 12-Monats-Hochs zu erreichen, auch jenseits der üblichen Tech-Verdächtigen. Das ist kein Hype, das ist strukturelle Stärke. Und strukturelle Stärke hält länger. Signal Nummer 6 klingt fast paradox. Das Beste, was dem Markt gerade passieren kann. Die Mehrheit glaubt noch nicht daran. Klingt seltsam, ist aber Marktpsychologie-Grundwissen. Die besten Einstiege passieren nicht, wenn alle optimistisch sind. Sie passieren in der Stille der Skepsis. Warum? Ganz einfach. Wer noch nicht investiert ist, ist potenzielle Nachfrage. Und Nachfrage treibt Kurse. Aktuelle Daten der American Association of Individual Investors zeigen, der Anteil pessimistischer Privatanleger liegt weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt. Viele erwarten immer noch eine Rezession, einen weiteren Einbruch, ein weiteres schlechtes Quartal. Gedankenexperiment. Stell dir vor, 30% aller Privatanleger sitzen gerade in Cash, weil sie Angst haben, zu früh einzusteigen. Was passiert mit diesen 30%, sobald der Markt anfängt zu steigen? Richtig, FOMO. Und dann fließt dieses Kapital schnell zurück. Sehr schnell. Misstrauen ist Raketentreibstoff für eine spätere Rallye. Und die Tanks sind gerade noch voll. Und jetzt Signal Nummer 7, das mächtigste von allen. Liquidität. Eine schlichte Wahrheit der Märkte. Ohne Geld im System steigen keine Preise nachhaltig. Punkt. Liquidität ist der Sauerstoff der Märkte. Wenn er reichlich vorhanden ist, wachsen Aktien, Anleihen und Risikoanlagen fast automatisch. Wenn er knapp wird, fallen alle zusammen. Das war 2022 zu sehen, als die Fed Billionen aus dem System abzog. Unsere KI beobachtet 3 Quellen. Erstens Zentralbankbilanzen, expandieren sie oder schrumpfen sie. Zweitens Geldmarktfonds, wie viel Kapital parkt noch auf der Seitenlinie? Und drittens globale Liquiditätszyklen, China, Europa, USA zusammen. Aktuell deuten mehrere Indikatoren auf eine vorsichtige Lockerung hin. Nicht den Rausch von 2021, aber eine Entspannung. Die Geldmarktfonds weltweit halten laut ICE derzeit über 6 Billionen $, ein historischer Rekord. Dieses Kapital sucht Rendite. Es muss irgendwann fließen. Und wenn es fließt, fließt es in Märkte. Das ist keine Spekulation. Das ist Physik des Kapitals. Jetzt stellt sich die offensichtliche Frage, warum erkennt eine KI diese Muster früher als ein Mensch? Die ehrliche Antwort hat nichts mit Magie zu tun. Ein erfahrener Analyst kann vielleicht 2 oder 3 dieser Signale gleichzeitig im Blick behalten. Mit enormem Aufwand vielleicht 4. Aber 7 Indikatoren täglich aktualisiert, über Tausende von Titeln und Märkten gleichzeitig. Das ist menschlich schlicht nicht möglich. Ein modernes KI-System analysiert Millionen Datenpunkte täglich. Nachrichten, Optionsvolumen, ETF-Flows, Makrodaten, soziale Medien, Kreditmarktbewegungen. Es gibt keine Müdigkeit nach Stunde 4, keine Panik beim 3. Korrekturtag, keine Euphorie beim 10. Aufwärtstag. Aber, und das ist entscheidend, eine KI ist kein Orakel. Sie berechnet Wahrscheinlichkeiten, nicht Sicherheiten. Keine einzige Analyse kann den Markt mit Sicherheit vorhersagen. Nicht heute, wahrscheinlich nie. Was KI besser kann, sie reduziert das Rauschen. Sie trennt Signale von Lärm, sie hilft, bessere Fragen zu stellen, auch wenn sie nicht alle Antworten kennt. Und jetzt, bevor wir zum Fazit kommen, der wichtigste Abschnitt. Diese 7 Signale sind stark, historisch gut validiert und aktuell mehrheitlich positiv. Aber sie garantieren nichts. Märkte sind keine Maschinen. Sie sind die Summe aller menschlichen Entscheidungen, Ängste und Hoffnungen auf diesem Planeten. Und diese Summe lässt sich nie vollständig berechnen. Ein geopolitischer Schock, ein Konflikt, ein überraschender Zentralbankentscheid, eine Bankenkrise kann alle 7 Signale in Stunden umkehren. Bulltraps sind real. 2011, 2015, 2018. Jedes Mal gab es positive Signale. Jedes Mal dachten viele, jetzt kommt die Rallye. Und jedes Mal kamen stattdessen neue Tiefs. Der Unterschied zwischen einem guten Investor und einem schlechten ist nicht die Qualität seiner Signale. Es ist sein Umgang mit Unsicherheit. Wer Wahrscheinlichkeiten versteht und nicht Sicherheiten erwartet, trifft bessere Entscheidungen. Nicht perfekte, bessere. Lass mich mit einem Bild schließen. 7 Signale, 7 Instrumente in einem Orchester. Kein einzelnes Instrument macht eine Symphonie. Aber wenn alle 7 beginnen, in dieselbe Richtung zu spielen, dann lohnt es sich, genau hinzuhören. Aktuell zeigen mehrere dieser Signale in eine konstruktive Richtung. Nicht alle, nicht perfekt, aber mehr als zufällig. Ob daraus die nächste große Rallye entsteht, weiß niemand. Aber wer wartet, bis es offensichtlich ist, wartet meistens zu lange. Die entscheidende Frage ist nicht, kommt die Rallye? Die Frage ist, bist du vorbereitet, bevor sie kommt? Wenn dir diese Analyse geholfen hat, einen klareren Blick auf den Markt zu gewinnen, dann lass uns das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Das kostet dich 3 Sekunden und hilft uns, genau diese Art von Tiefenanalyse weiterzuliefern. Und wenn du keines dieser Videos verpassen willst, abonniere Capital Mind AI. Der Button ist direkt unter diesem Video. Und jetzt die Frage an dich. Welches dieser 7 Signale hältst du für das stärkste? Und welches macht dir am meisten Sorgen? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden Beitrag. Ich bin Christian Rau. Wir sehen uns im nächsten Video.